Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung aus der Sonne hier im Norden. Und zwar Themen, die wir für euch vorbereitet haben, sind Avianca-Meilen, United-Meilen. Wir haben dann auch nochmal Accor-Punkte, die man eventuell umwandeln kann in was anderes, was Sinn machen könnte für den einen oder anderen. Dann haben wir nochmal aus dem Thema Markenrechtsstreit, Alitalia und dann natürlich Aero Italia. Könnt ihr auch mal schauen. Dann haben wir das Thema Airbus A350 2000. Ja, was ist das denn? Da hat man wohl bei Boeing abgeguckt und bei Airbus Gedankenspiele. So ist es korrekt. Und wir haben natürlich Israel als Thema, Lufthansa Group, da geht es weiter. Und wir haben nochmal einen Lufthansa-Deal, mit dem ihr 300.000 Punkte auf einen Schlag einstreichen könnt. Ihr denkt dran, natürlich wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich auch eure Meinung zu sagen in den Kommentaren oder dann auf School in der Community. Ich verspreche da auch immer wieder nachzuschauen. Wollen wir loslegen, ne? Ja. Also, ihr seht jetzt da, ich hoffe, es ist da, nicht da, aber wir werden sehen. Seht ihr mal die Heckflossen von den beiden. Einmal von der ITA Airways und einmal von der Aero Italia. Und da seht ihr dann selber, ob es dort in dem Rechtsstreit richtig zugegangen ist, wie das Gericht entschieden hat. Und zwar ist ja ITA mit 90 Millionen bei den Markenrechten von Alitalia erfolgreich gewesen. Und Aero Italia ist eine junge italienische Fluggesellschaft, die einen Markenauftritt nutzt, der halt optisch sehr stark an Alitalia rangeht. Er ist aber auch, wenn man Aero Italia, Alitalia sagt, ist auch vom Markennamen her schon relativ angelegt. Jetzt hatte natürlich die Freunde der ITA wegen Verwechslungsgefahr geklagt, aber ohne Erfolg. In der ersten Instanz aber nur. Ne? Das neue Urteil vom Tribunale di Roma klingt auch sehr gefährlich, das Tribunal, aber es ist ein Gericht, nichts anderes. Die sagen, dass das Schriftbild, Klang, Logo, dreifarbiger A-Buchstabe seien zu ähnlich. Aero Italia darf ab dem 1. Januar 2026 den Namen Aero Italia, das aktuelle Logo sowie ähnliche Zeichen im gesamten EU-Raum nicht mehr verwenden. Bereits bis 30. Juni 2025 muss die Webseite und die Domain angepasst werden. Die Option, die Aero Italia hat, damit ist Berufung. Die wird überprüft im Moment. Alternativ kann man natürlich auch sagen, okay, International Rebranding. Laut Gründer Gaetano Intrieri soll bis Juli über einen neuen Namen entschieden werden. Und Ziel ist, aus der Krise eine Wachstumschance zu machen. Gut, wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, die Flotte von Aero Italia ist mit 2 ATR-72 und mit 9 Boeing 737-800 und mit Wetleys, mit Marathon Airlines irgendwie auch natürlich nicht jetzt besonders groß, aber man weiß ja nicht, wer daraus erwachst und erwächst. Und wenn natürlich die Lufthansa Group entscheidet, die Alitalia als Marke wieder auferstehen zu lassen, dann ist das natürlich eine ganz klare Verwechslungsstrategie. ITA hat damit die Markenidentität erfolgreich erkämpft oder wieder zurückerobert und hat gesagt, hier so nicht, Freunde. Aero Italia hat halt jetzt das Problem mit dem Namenswechsel oder kann sich da einen Rechtskampf begeben, da noch mal ein bisschen weitergehen und natürlich auch in Anführungsstrichen eventuell aus der Niederlage eine Chance machen. Ihr könnt selber noch mal schreiben, ob ihr jetzt sagt, hey, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, das sieht echt zu gleich aus, da müsst ihr euch ändern, da müsst ihr was tun. Das sollten wir dann vielleicht auf School besprechen. Dann gibt es bei Airbus eine Antwort auf die 777-9 und die soll vielleicht 350 2000 heißen. Denn Guillaume Faury sagt im Interview mit der Aviation Week, dass man eine noch längere Version der A350 machen möchte, die halt intern als 350 2000 bezeichnet wird. Sie soll direkter Konkurrenz zur 777-9 werden, die ab 2026 mit 426 Sitzen der größte moderne Passagierjet sein wird. Und die natürliche Evolution, so war das richtige Wort, vom 350-900 zum 1000er, dann zum längeren, größeren und leistungsfähigen. Der Fokus ist im Moment aber natürlich nicht auf der 350-2000, das muss man auch ehrlicherweise sagen, denn man legt andere Projekte im Moment mehr in den Fokus. Das ist einmal der Nachfolger für den Airbus A320 Neo,
Geplanter Start ist 2030, Erstflug sollte 2037, 2038 sein. Triebwerkswahl und Qual wird für 2027 sein. Und da ist es halt so, dass man guckt, ob man einen Getriebefan oder einen Open Rotor sogar macht. Finde ich auch spannend. Und da gibt es natürlich dann auch ein Zitat: Wir meinen es ernst mit dem Nachfolger des A320. Ein größeres Upgrade der bestehenden Neo-Familie wird daher nicht geben. Kann man natürlich so sehen. Heißt also, dass man dort natürlich jetzt Gas gibt, eher auf dem Bereich, weil das natürlich auch die Brot- und Butterflugzeuge sind und der Marktanteil von so einer 2000er wahrscheinlich nicht so groß ist wie beim 320er. Die Einordnung ist ganz klar. Der 350-1000 bietet halt Platz für 369 Passagiere maximal. Die 777-9 hat in 2 Klassen 426 Sitze. Und Airbus will sich halt nicht verzetteln in der Produktvielfalt, weil man hat ja einen 900er, einen 1000er, ist relativ gut aufgestellt. Und da jetzt hinterher zu hecheln, macht keinen Sinn. Und es ist halt ein mittelfristiges Thema, aber die Nachfolger für die Mittelstrecken sind mit dem 320er Neo sind natürlich wesentlich wichtiger. Und da ist der Nachfolger auch wichtig, dass man sich darauf konzentriert. Hier könnt ihr auch nochmal schreiben, ob ihr jetzt sagt, hey, der 1000er, der logische Nachfolger wäre der 2000er. Da wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die Lufthansa Group hat entschieden, dass sie wieder nach Israel fliegt ab dem 23. Juni. Und zwar ist es so, dass man natürlich nach dem 4. Mai wieder die Flüge nach Israel eingestellt hatte. Denn die Lufthansa-Gruppe hatte ja da gesagt, dass die Gefahrenlage zu groß ist. Austrian Airlines möchte mit der Verbindung Tel Aviv ab 23. Juni starten und auch die Lufthansa, die Swiss, die Brussels, aber auch die Eurowings und natürlich die ITA werden das Ganze in Etappen wieder hochfahren. Und natürlich hängt die ganze Entscheidung von der Sicherheitsbewertung ab, heißt also, dass man sich dort mit den Behörden eng abstimmt. Was war passiert? Da gab es ja die Houthi, die haben da Raketen geschickt, die sind in die Nähe des Flughafens eingeschlagen. Also da wieder für Leute, die nach Israel wollen, eine direkte Verbindung mit der Lufthansa Group. Wir schauen uns jetzt nur noch Punkte Meilen Status an. Wir haben einige Punkte für euch vorbereitet. Heißt also zum Beispiel, ein Thema ist jetzt das Accor Plus Grade. Die ermöglichen neue Punktetransfers zu Accor Life Limitless. Accor hat gemeinsam mit dem Technologieanbieter Plusgrade eine neue Partnerschaft angekündigt, durch die Mitglieder, die in dem All Life Limitless oder Accor Life Limitless, All Life auch geil, Punkte aus anderen Treueprogrammen halt in All Reward Points umwandeln können. Was ist neu? Also das ist das, was ihr euch natürlich fragt. Über die Plusgrade Tochter Points wird ein neuer Treuepunkte-Austauschdienst integriert. Man kann dort halt Punkte von Bild, Capital One, City Thank You Rewards und weiteren Programmen All AL-Punkte konvertieren. Sind natürlich amerikanische Kreditkarten, da seid ihr natürlich wieder bei mir an der richtigen Adresse, wenn ihr amerikanische Kreditkarten haben wollt. Und ihre Konvertierung erfolgt eine zentrale Plattform und soll einfacher und flexibler werden. Die Plattform Points ist ja bereits bekannt für den Verkauf und Transfer von Meilen bei zahlreichen Airlines und Hotels. Ihr merkt das ja, wenn Lufthansa zum Beispiel Punkte verkauft, Finnair oder so weiter, die verkaufen das alle über points.com. Oftmals sind die Wechselkurse der Konvertierung ungünstig. Dennoch ist es natürlich sinnvoll, wenn sie zu verfallen drohen. Also das heißt, wenn die Punkte, Ratios oder die Umtauschkurse nicht top sind. Ziel ist es natürlich, mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten für Accor-Mitglieder, Steigerung der Attraktivität von Accor Life Limitless und vor allem durch individuelle Erlebnisse statt einfacher Rabatte. Auch die Nutzung moderner Technologie zur Verbesserung von Mitgliederbindung und zusätzlich Umsatz für Accor. Da geht es ja eigentlich darum, dass man dort Umsatz kreiert. Und klar, das Accor-Programm wird dadurch flexibler, vielleicht für den einen oder anderen interessanter, wenn man Punkte umwandeln kann. Dennoch ist das Accor Life Limitless ein rein dynamisches Punktesystem, bei dem ein Punkt so irgendwie 0,02 Eurocent wert ist. Eine externe Wertmaximierung wie bei Flugprämien ist also weiterhin nicht möglich, weil es halt diesen fixierten Wert hat. Und man kann aber natürlich sagen, man kann es strategisch nutzen. Um natürlich eine Übersicht zu bekommen, ob sich das lohnt, da müssen wir mal schauen, wie wirklich die Umtauschkurse sind. Da wird es sich zeigen, aber es ist halt interessant für den einen oder anderen oder wer amerikanische Kreditkarten hat. Wer 300.000 Lufthansa-Meilen möchte, kann dies über A Small World wieder bekommen. A Small World
habe ich ja einige Sachen zu gesagt. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, über die Prestige-Mitgliedschaft bis zum 31. Juli 300.000 Meilen auf einen Schlag zu bekommen. Der Preis sind 4.950 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 300.000 Meilen, das ist irgendwann 1,65 Cent pro Meile. Und es ist natürlich mehr als normal, denn normal sind 250.000 Punkte, so kriegt ihr nochmal 50.000 Punkte on top, das sind 20% mehr Meilen. Wichtig ist natürlich, dass diese Prestige-Mitgliedschaft noch andere Vorteile hat, die muss man auch einkalkulieren. Heißt also den GHA Discovery Titanium Status für ein Jahr, Jumeirah One Gold Status, 6 Platin Status, Priority Pass mit 8 Lounge-Zugängen, dann The World's Finest Clubs Membership und volle Small World Mitgliedschaft für ein Jahr. Jetzt muss man natürlich sagen, ob sich das lohnt, das ist die Frage. Großer Meilenboost, natürlich auf einen Schlag direkt 300.000 Punkte bekommen, ist für den einen oder anderen natürlich der Hammer. Sinnvoll ist es natürlich, wenn man es für Business- und First-Class-Flüge zum Beispiel USA, Asien, Südamerika nimmt oder halt Zugang zu Hotel- und Lounge-Status, wenn man sie sonst nicht hätte. Wichtig ist aber auch, es gibt Nachteile, denn der Preis liegt über den üblichen Einkaufspreis bei Meilenaktionen. Small World Mitgliedschaft bietet außerhalb der Meilen die jetzt eingeschränkten Nutzen, denn es sei denn, man ist halt in diesem Netzwerk aktiv und man mag das irgendwie. Und Meilen bei Miles & More verfallen nach 36 Monaten, wenn kein Status vorhanden ist. Also effektiv zahlt man 1,65 Meilen, das ist das Fazit, was ja auch irgendwie okay ist. Es ist nicht der beste Preis, ne? Es ist beste Preis, nein, es ist nicht beste Preis. Aber es ist halt wirklich für jemanden, der halt kurzfristig viele Meilen möchte und einen Flug buchen möchte, interessant. Auch ist es so, wenn man bei GHA oder bei Jumeirah Hotels übernachtet, da kann man da mit dem Status was werden. Und wenn man Prestige- oder Netzwerker ist, dann macht so etwas durchaus Sinn. Also ihr könnt da überlegen, ob das für euch ein Value hat oder nicht. Ich persönlich mache das nicht, aber für den einen oder anderen ist das sicherlich interessant. Wer andere Wege haben möchte, in die First Class zu kommen, der kann bei LiveMiles mit 155% Bonus arbeiten. Aktionszeitraum ist von heute bis noch, also quasi vom 9. bis zum 14. Juni. Maximaler Kauf pro Transaktion sind 200.000 Meilen. Maximal kann man 500.000 Meilen pro Jahr kaufen. Die Bonusstaffelung ist auch interessant. Wenn man 1.000 bis 20.000 Meilen kauft, dann sind das 135% Aufschlag, also 1,4 Cent pro Meile. 21.000 bis 50.000 Meilen sind 1,33 Cent, also ein Aufschlag von 145%. Oder die 155% gibt es zwischen 51.000 und 200.000, 1,299 Cent. Also bei dem Kauf von 100.000 Meilen bekommt man also 255.000 Meilen insgesamt. Nur so als Beispiel. Was kostet es konkret? 1.000 Meilen kosten 33 US-Dollar zuzüglich Steuern. Effektiv also 1,29 Cent pro Meile bei dem höchsten Bonus. Steuern sind natürlich abhängig von dem Wohnsitzland, wo man ist. Mindestkauf sind 1.000 Meilen pro Aktion. Gekaufte Meilen sind natürlich wie immer nicht erstattbar oder übertragbar oder sonst was. Nur bei Kauf über livemiles.com, Callcenter oder vor Ort bei Avianca. Meilen sind sofort verfügbar und somit auch nutzbar. Die Vorteile der Aktion kann ich euch auch einmal kurz zusammenfassen. Sehr günstiger Preis für die Starlines-Flüge, wenn man die Business Class als Basis nimmt. Ideal für Einlösungen wie Partner von Lufthansa, das ist ganz klar. Lufthansa Group ist da immer ein Einlösepartner. Dann EVA, ANA, Thai und so weiter. Es gibt keine Treibstoffzuschläge bei vielen Partnern, das ist auch wichtig. Und teilweise Elite qualifizieren, aber nur bei zusätzlichem Avianca-Flug. Also das heißt, da kann man nochmal den Status verlängern. Aber ihr müsst halt auch aufpassen, nicht alles hat nur Sonnenseiten, wie ich hier in der Sonne sitze und merke, das brennt hier. Ich sollte mal vielleicht hier so ein bisschen Luft reinlassen. Lassen wir mal, ja, Wind, sehr gut. Heißt also, kürzliche Meilenentwertung in den USA nach Europa sind jetzt 80.000 Meilen in der Business Class. Dann Buchungsprobleme bei manchen Partnerflügen sind halt bekannt. Da gibt es halt immer wieder Themen, das ist so. Aber Flex-Tarife, Live-Miles plus Geld sind halt nicht rabattiert. Das ist halt das Problem. Also wenn jemand einen Business-Class-Flug oder sogar einen First-Class-Flug als konkretes Ziel hat, dafür was an Verfügbarkeiten gefunden hat bei Live-Miles, der kann die natürlich direkt kaufen. Aber trotz der jüngsten Meilenempfehlung bleibt LiveMiles halt natürlich eine der günstigen Optionen am Markt. Also da könnt ihr überlegen. Und natürlich sagen wir nicht am Ende, jetzt sind wir am Ende, sondern wir sagen, wir haben noch einen. Da geht noch was, und zwar United Airlines Meilenkauf bis zu 100% Bonus im Zeitraum vom 9. Juli bis zum 29. Juni. Bis zu 100% zusätzlich, 100.000 gekaufte Meilen gleich 200.000 Meilen gesamt.
Preis bei 100% Bonus ist eine Meile ca. 1,88 US-Cent. Also wer 100.000 kauft, der bezahlt 1.880 US-Dollar so ungefähr. Wichtiger Hinweis ist hier auch noch auf die Bedingungen. Maximal dürft ihr 200.000 Meilen pro Jahr kaufen. Ab und zu sind es sogar 250.000, also es kommt noch so ein bisschen darauf an. Bonus zählt mit in die Jahresgrenze. Gekaufte Meilen sind nicht rückerstattbar. Meilen zählen natürlich nicht für Status bei United. Meilen können bis zu 72 Stunden zur Gutschrift brauchen, also das ist auch so. Der Kauf lohnt sich, wenn man internationale Business- oder First-Class-Flüge mit hoher Cash-Rate hat. Dann bei günstigen Short-Haul-Awards mit hohem Gegenwert, zum Beispiel Europa Nahost. Bei flexibler Umbuchung, da United in der Regel keine Änderungsgebühren erhebt, also auch nochmal interessant. Und natürlich muss man wissen, dass United keine feste Meilentabelle hat, also auch flexibel ist. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, so ist das. Also ist auch problematisch. Daher unbedingt prüfen, wie viel Meilen man wirklich vorher braucht, bevor man kauft. Und bei schlechterem Bonus als diese 100% sollte man auf die nächste Aktion warten. Also 100% ist schon tipptopp. Und Fazit ist halt, dass es natürlich kein historischer Tiefpreis ist, muss man sagen. 100% gibt es öfters bei United. Preislich ist es okay, wenn man konkrete Buchungen und Planungen hat. Aber für spontane Meilenoptionen ist es nicht in meinen Augen toll. Da solltet ihr das Angebot vorher von Avianca nehmen, weil die haben wesentlich mehr Bang for the Buck, also sind wesentlich günstiger. Und da könnt ihr dann natürlich noch sparen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Ich habe meine Sendung durchgebracht, vom iPad für euch vorbereitet und alles zusammengefasst, frisch gepresst. Natürlich danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr bei dem Thema euch so lange hier durchhalten lasst. Deshalb denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch auf School zu kommentieren und da auch eure Fragen zu stellen. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und wieder bis zur nächsten Sendung in Alter und Frische. Danke euch, bis dann, ciao, ciao. Und ich muss aus der Sonne, dann kriege ich wieder hier Sonnenbrand. Also, bis dann, ciao.